Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Es ist Freitag früh. Wir sind heute früh dabei beim Friday Fireside von Parkett. Guten Morgen. Ich kann Kaffee trinken bei einem Stream. Das hatten wir auch noch nie. Wir machen den üblichen Check. Hört ihr mich gut? Seht ihr mich gut? 11 Uhr, da ist alles anders. Deswegen keine Ahnung, ob das so läuft, wie wir es uns vorstellen. Aber ich freue mich, euch zu sehen. Ich sehe schon im Chat, hier geht es richtig ab. El Cativo, vielen, vielen Dank. Schon direkt wie heißen die Dinge? Ein Superchat rausgehauen, bevor es überhaupt losging. Das ist mega, mega freundlich. Wir haben uns richtig gefreut. Hammer. Jonas fragt auch, warum so früh? Ähm, ja, ein bisschen Privatleben, ne? Ich bin Strohwitwer, das Wort habe ich erst gelernt. Meine Frau ist für ein paar Tage unterwegs, wohlverdienter Urlaub mit den Ladies und das heißt, ich bin alleine mit unserer Tochter. Und heute Mittag hole ich sie von der Kita ab. Das heißt, heute um 17 Uhr bin ich hier am Spielen mit Lego oder auf dem Spielplatz oder wo auch immer und kann nicht im Stream hier dabei sein. Zumindest nicht ungestört. Da wäre hier ziemlich Action. Für 1,5 Stunden, no way. Ich habe ein bisschen geguckt, ob ich Babysitter finde oder sowas, aber da haben wir bisher auch niemand gehabt, deswegen, das war relativ unwahrscheinlich. Das hat also nicht geklappt und deswegen haben wir gesagt, komm, wir schieben ihn auf 11 Uhr morgens, damit ich meinen elterlichen Pflichten heute Abend nachkommen kann und heute trotzdem Zeit für euch habe. Eine andere Option war ganz zu canceln, aber das wollte ich nicht. Da finde ich 11 Uhr besser. Und überraschenderweise hatten wir echt viele Leute hier schon am Warten. Ich habe eigentlich gedacht, es sind weniger. Also wir werden weniger Views haben oder gleichzeitig Leute, die dabei sind. Vielleicht ist es auch so. Aber es wurde angemerkt, dass es Beamtentum vielleicht schon dabei ist, weil die machen um 12:30 Uhr Feierabend am Freitag und da gibt es um 11 Uhr dann nichts mehr zu tun. Oder, wer weiß. Vielleicht Leute, die freitags beim Job generell wenig zu tun haben, sagen einfach, ey, weißt du was, ich bin im Homeoffice, ich lasse nebenher Summit laufen und den Friday Fireside. Wer weiß. So, guten Morgen an alle, die reintrudeln. Ich bin auch ein bisschen erkältet, also falls ihr es an meiner Stimme hört oder falls ich viel trinke, sagt Bescheid. Ich habe extra für euch, weil ich weiß, ihr habt sehr sensible Ohren, ne? Deswegen hatten wir auch die neue Maus gekauft und so, habe ich, falls ich husten muss, einen Mute-Button mir extra aufs Stream Deck gepackt. So kriege ich das Mikrofon schnell ausgeschaltet. Wenn ich kurz husten muss, schalte ich es aus, damit eure sensiblen Ohren geschont bleiben. Ähm, verschont bleiben. Okay, also, los geht's. Geile, geile Tasse. Die Tasse oder hier die Tasse? Guck mal, ich habe hier auch noch eine größere GitHub-Tasse. Da ist ein Tee drin. Das hier ist mein Kaffee. Mm, Die Parketttasse fehlt noch. Übrigens. Den Merch haben wir noch nicht. Okay, Friday Fireside, wir geben einen Blick hinter die Kulissen von Parkett alle 2 Wochen. Wir schauen uns Produktupdates an, wir schauen uns Sneak Peeks an was wir gerade arbeiten, ein paar Previews, unfertige Sachen. Wir machen ein paar neue Announcements hier ab und an. Wir haben coole Gäste, wir reden ein bisschen über den Markt. Ich zeige eins meiner Portfolios, das Dividendenportfolio, alle 2 Wochen. Langweilig, aber es geht aufwärts. Und quatschen mit der Community. Alle Fragen, die ihr so habt, die im Chat aufkommen, die in der Community aufkommen. Heute müssen wir auch nachholen von letztem Mal die Community-Fragen und da beantworten wir auch alles. Das ist der Friday Fireside und ich teile direkt mal meinen Screen, denn wir sehen hier den YouTube-Channel mit mittlerweile 1700 Subscribern. Herzlich willkommen, alle, die neu dabei sind. Und wir hatten nämlich eine kleine Wette laufen oder ein Versprechen eher, dass wenn wir bei 2000 Subscribern landen, dann machen wir einen Livestream, in dem ich mein persönliches, privates Portfolio zeige. Und da könntet ihr mich, da kann mich die Community quasi rösten sozusagen, kann mich judgen, was ich gekauft habe, was ich nicht gekauft habe, was ich für Quatsch mache. Ähm, genau. Also ich freue mich schon, ich gehe das schon ein bisschen im Kopf immer durch und ich freue mich auf jeden Fall schon ein bisschen über diese Aktien zu reden, die da drin sind. Da sind ein paar Growth-Aktien dabei, aber auch viele, also überwiegend ausschüttende Titel, aber auch der ein oder andere Lucky Punch und noch ein paar, die nicht so gut gelaufen sind. Es ist wild gemixt mit verschiedenen Strategien, die ich halt hatte, nachdem ich angefangen habe, bis ich dann bei Dividenden und Ausschüttenden gelandet bin und so weiter. Ja, das machen wir bei 2000 Subscribern. Also wenn euch das interessiert, dann hey, subscribt und schickt den Kanal gerne noch an den einen oder anderen interessierten Freund. Vielleicht möchten die ja auch subscriben, Freund oder Freundin. So, das ist
kurzes Fireside-Intro. Wir sprechen über Parkett. Ich nehme an, jeder hier, der zuschaut, der oder die zuschaut, kennt Parkett, aber es ist natürlich eine Portfolio-Tracking-Software, also für den Fall, dass wir Leute hier im Livestream haben, die es nicht wissen. Es ist eine Portfolio-Tracking-Software, um dich beim Vermögensaufbau zu unterstützen, dir Transparenz zu geben, dich zu motivieren, damit du dabei bleibst und in solchen Marktphasen wie jetzt nicht aufhörst, sondern dabei bleibst, denn das sind genau die Chancen historisch, die den Unterschied machen und die ja, auf 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und so weiter einen sehr großen Impact haben, wenn man jetzt dabei bleibt. Und ja, jeder von uns, glaube ich, weiß, dass wir uns nicht auf die Rente verlassen können. So ist es bei mir gestartet. Wir müssen unsere Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen. Und das geht sehr, sehr gut mit der Börse, mit Aktien, mit ETFs, mit Wertpapieren, mit Assets generell, auch außerhalb der Börse. Und genau dafür haben wir Parkett entwickelt, ursprünglich, weil ich es persönlich gebraucht habe. So habe ich gestartet und dann haben wir gemerkt, dass über 150.000 andere Anleger es auch brauchen. Die können wir heute unsere Nutzer nennen, zu unseren Nutzern zählen. Und genau, von da machen wir weiter. Mittlerweile ist Cash dabei, Krypto dabei und es kommt noch mehr. So, lasst mich kurz auf die Agenda gucken. Mit was starten wir? Wir starten mit Android. Ich habe es kurz ihr seht es an der Umfrage, habt ihr schon in den Play Store geschaut? Wer eine Android-App hat, ein Android-Phone hat, ein Android-Handy und noch nicht in den Play Store geschaut hat, der könnte das doch jetzt mal tun. Währenddessen bereite ich hier kurz das Screensharing vor. Da muss ich hier, da ich kein regelmäßiger Android-Nutzer bin, muss ich da immer kurz vorbereiten. Deswegen gebt mir kurz eine Sekunde. Ich mache das kurz. Und dann teile ich kurz mein Android-Screen und wir schauen uns das kurz an, was es da so gibt. So. Bis dahin, ich muss das aktualisieren. Mirror. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ihr hattet eine gute Woche. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich ziehe das kurz hier rüber und ich mache das groß. Genau. Jetzt seht ihr den Android Screen. Und wenn wir in Play Store gehen und hier mal nach Parkett suchen, dann seht ihr Parkett. Bei mir steht interne Beta-Version, weil ich natürlich die Beta-Version habe, aber bei euch sollte ganz normal Parkett da stehen. Das heißt, die App ist endlich nach 2 Jahren Wartezeit der Community im Play Store. Wir haben das noch nicht groß announced, ihr habt keine E-Mails bekommen, wir haben das noch nicht in der Community. Wir nennen das einen Silent Release, weil wir quasi erstmal schauen wollen, okay, die ersten User, die es finden, die es runterladen und so weiter, gibt es da Probleme, gibt es irgendwelche komischen, kritischen Sachen. Ups, jetzt ist der Screen hier dunkel geworden. Ja, wir kündigen es erst an, wenn wir ein paar Tage quasi gesehen haben, okay, es läuft alles wie erwartet. Ihr seht die Screens, es ist alles drinne. Ich bin super stolz aufs Team, dass wir das endlich gepackt haben. Viele, viele Grüße an Elias, unseren Mobile Dev, der damit vor ein paar Monaten angefangen hat, auch die Codebase iOS und Android quasi gleichzeitig zu bauen, sodass, wenn neue Features kommen für Android, wenn neue Features für iOS kommen, die kommen immer gleichzeitig. Ja. Also das ist mega gut. Blex fragt, ob man das T-Shirt erwerben kann. Bisher noch nicht. Können wir mal überlegen, ob wir einen Merch-Store machen sollen. Aber bisher gibt es nicht. Genau. Parkett ist im Play Store. Das ist eine fette News und bitte, wenn ihr Android habt, ladet es euch runter, schaut es euch an. Sagt uns, wenn es irgendwelche Probleme gibt und so weiter. Nächste Woche kommen dann die Announcements. Die Ankündigung. So, ich öffne mal die App. Da haben wir auch direkt das Dividendenportfolio drin. Ich habe hier den Dark Mode an, also in den Apps haben wir einen Dark Mode. Ich habe die App schon mal gezeigt. Wir haben seitdem ein paar Updates gemacht, was Crashes und so weiter betrifft. Bei Android ist es eben ein bisschen komplizierter, weil es so ein
eine Vielzahl an Geräten gibt und Android-Versionen und so weiter. Es könnte immer noch die eine oder andere Version geben, wo es Probleme gab, aber insgesamt haben wir den mit Abstand größten Teil, also wir reden von über 90%, 95 oder 99%, ähm, der Abstürze oder der Probleme behoben, die uns gesagt wurden. Deswegen jetzt bitte mit breiterer Audience, ladet euch die App runter, probiert es aus und sagt uns Bescheid, wenn irgendwas nicht tut. Und dann werden wir das beheben und so weiter. Und nächste Woche schicken wir dann die Ankündigungen raus in Community und E-Mail und so weiter. Dann dürfte der große Schwung kommen an Usern. Genau, also wir sehen hier die Charts, wo wir noch ein bisschen was zu tun haben. Dividenden realisiert, die Kursgewinne, ganz normal. Oben ist die Portfolioauswahl und die Auswahl für das Intervall, das angezeigt wird oder für das die Performance berechnet wird. Wir haben hier die einzelnen Wertpapiere, die erhaltenen Dividenden, die letzten. Und wie ihr seht, hier ist die letzte Dividende vom 26.09. Das heißt, da gibt es was zu updaten und das machen wir gleich zusammen. Das haben wir auch, glaube ich, noch nie gemacht oder ganz selten. Angekündigte Dividenden sehen wir hier. Das ist zum Beispiel was ich direkt reporten kann. Die sind nämlich ein bisschen alt. 26. Ah, ne, stimmt nicht. 26.10. Ist in der Zukunft. Passt. Angekündigte Dividenden, die Aktivitäten und so weiter. Wenn ich drauf tippe auf meine Wertpapiere, sehe ich die Detailansicht. So wie man es erwartet, mit Performance-Chart, mit Kurschart, mit Dividendenchart. Wir haben die Gewichtung hier drin, den Kurs, die Anteile, die Transaktion und hier unten kommen dann Stammdaten, Länderverteilung und so weiter, wenn es ein ETF ist natürlich. Genau. Also zur letzten Version, die ich hier gezeigt habe, sind es vor allem, wie soll ich sagen, Fixes, Verbesserungen, jetzt keine großen neuen Features, aber eben so, dass alles tut, hoffentlich, was ihr erwarten würdet. Wir haben sehr gutes Feedback zur iOS-App bekommen und die Android-App ist quasi exakt gleich. Die erhaltenen Dividenden sind drin, oder das Dividenden-Dashboard ist drin, ja, so ungefähr, wie ihr es aus dem Web kennt. Aber wie gesagt, nicht alle neuen Features, das ist auch was ich noch sagen kann. Wir streben mit der App oder mit den Apps jetzt nicht an, 1:1 die Web-App nachzubauen. Es gibt immer noch die mobile Webseite, sonst würden die mobilen Apps quasi immer der Web-App hinterherrennen an Features. Beziehungsweise vielleicht wird die auch irgendwann überholen, das werden wir sehen, die mobilen Apps, aber jetzt aktuell macht es keinen Sinn, immer hinterher zu rennen, sondern was wir eher machen wollen ist, wir wollen gucken, welche Features kann man denn in den mobilen Apps für euch anbringen, die im Web gar nicht gehen. Und da gibt es einige. Wir könnten über Widgets reden, wir könnten über Apple Watch reden, wir könnten über Notifications reden und. Also da gibt es einiges. Und dann gucken wir eher, dass wir einzigartige Sachen in den Apps machen können, die in der Web-App nämlich nicht gehen, so dass die beiden Apps, die Webseite und die mobilen Apps, dass die komplementär genutzt werden können. Ja? Also das ist eher, wo wir uns drauf fokussieren, aber selbstverständlich kommen viele, viele Features aus der Web-App auch in die Apps. Nur erwartet nicht, dass wir jetzt hinterherrennen der Web-App, dass jedes Feature, das in der Web-App kommt, dann irgendwann 1:1 in der iOS oder in der Android-App ist, sondern wir machen das ein bisschen separat. Und da sind auch eure Stimmen natürlich sehr, sehr hilfreich. Also geht auf app.parkett.com/feedback und nennt uns da eure Feature-Wünsche, auch für die iOS-App und die Android-App. Wenn es da bestimmte Charts gibt, bestimmte Auswertungen, neue Sachen, sagt uns das. Ja. Eine Sache zum Beispiel, die schon lange hochgevotet wurde, war Face ID. Speziell, das ist ein iOS-Ding, aber ich glaube, Face Unlock gibt es auch auf Android, zumindest für ein paar Geräte. Aber wie auch immer, das werden wir zum Beispiel auch demnächst angehen. Das ist die Android-App. So, jetzt lass mich mal kurz im Chat gucken. Jetzt habe ich kurz ein Ding hier gemacht. Ja, an den Charts werden wir was machen, dass da eine Baseline drin ist, dass man da ein bisschen besser rüber kann und so weiter. Das machen wir. Vorschläge können auch an Elias geschickt werden, Tuko, genau. Immer gut ist, wenn es ein Feature-Wunsch ist. Also Bugs könnt ihr direkt an ihn schicken oder in der Community oder an team@parkett.com. Wenn es Feature-Wünsche sind, das könnt ihr auch an Elias schicken, aber
besser wäre sogar, wenn ihr auf app.parkett.com/feedback, wir posten gleich noch den Link hier rein, wenn er nicht schon drin ist. Ah, da ist er schon. Ähm, dass ihr das dort einstellt, damit wir die Votings sehen, damit wir sehen, wie wichtig ist es in der Community, weil natürlich gibt es jetzt wieder 10 Millionen Sachen, die wir bauen können und wir brauchen dann ein bisschen Hilfe bei der Priorisierung von euch, was ihr euch am meisten wünscht oder was die meisten von euch sich wünschen, damit wir da wissen, okay, was hat denn den größten Impact auf euch, ja, auf unsere Nutzer. Und dann hilft es uns auf jeden Fall beim Priorisieren. Nettowerte anzeigen wird beachtet, ja. Alcatevo, danke, gutes Feedback. Werden wir auch aufnehmen. Du meinst das relative Sharing, ja, dass man nur die Prozentzahlen sieht über Screenshots in der mobilen App. Ist ein guter Punkt. Okay, dann, das war's zur Android-App. Sie ist im Play Store und die Announcements kommen nächste Woche. Ja, wir sind super gespannt auf euer Feedback und ich bin ultra froh. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir mittlerweile an dem Punkt angekommen sind. Hammer. Also für so eine kleine Bootstrap-Bude wie uns, ohne externes Kapital, ja, wir finanzieren uns nur durch aus euren Abos. Da ist es einfach schwer, ja, die Ressourcen sozusagen bereitzustellen oder aufzubringen, um 3 verschiedene Apps, Android, iOS und die Web-App, gleichzeitig zu maintainen und auch wirklich gut zu machen. Und ja, wir hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr Ressourcen sozusagen, noch mehr Zeit unserer Entwickler in die mobilen Apps stecken können. Und da hilft jedes Abo. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, macht das Abo bitte im Web. Wenn ihr es in den Apps macht, kostet uns das sehr viel Umsatz an die jeweiligen Plattform-Provider, Apple und Google. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr die Entwicklung unterstützen wollt, Abo im Web. Das hilft am allermeisten. Aber ansonsten, ihr wisst, jeder Like hier, jede Subscribe, jedes Mal, wenn ihr das mit jemandem teilt, wenn ihr auf Social Media Parkett nutzt, wenn ihr es Freunden teilt und so weiter, hilft uns das. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir weiter. Wir springen in mein Portfolio. Wir machen ein kurzes Update. Ich pflege es auch kurz. Wir sind aktuell bei 67.000 Euro Umsatz. Ich lade einmal kurz neu, nur damit hier alles fein ist. Ja, selbstverständlich bin ich jetzt nicht eingeloggt. Das machen wir kurz. So. Wir sind in meinem Dividendenportfolio und weil ich bin bei Comdirect, ne? Und ich habe ein neues Handy und bei Comdirect gibt es die Foto-TAN, ja, also das TAN-Verfahren funktioniert über eine App auf dem Handy. Und wenn man ein neues Handy hat und man sagt, ja, ich würde gern hier mein TAN-Verfahren einrichten, da steht dann weiteres Gerät hinzufügen auf der Webseite, dann klicke ich auf weiteres Gerät hinzufügen und dann deaktiviert er mein altes Handy und schickt mir einen Brief für den neuen. Und bis der Brief angekommen ist, habe ich quasi keine Chance auf meine Transaktion zuzugreifen oder in die Postbox zu kommen und so weiter oder irgendeine TAN auszuführen, was ich komplett. Also das ist einfach kein gutes Ding. Wenn da steht, weiteres Gerät hinzufügen, dann erwarte ich, dass mein altes Gerät aktiviert bleibt. Wie auch immer, ich war ausgesperrt aus meiner Postbox und tatsächlich heute Morgen kam der Brief mit der neuen Aktivierungsgrafik. Jetzt habe ich wieder Zugriff und ich habe meine PDFs runtergeladen, nämlich die neuen Dividenden und die neuen Käufe. Die ziehe ich jetzt einfach rein. Den Import zeigen wir hier gar nicht so häufig, aber das war so das erste Feature, wenn man von Excel kommt oder von anderen Tools, wo einfach sehr viel manuell eingetragen wird, dann ist der PDF-Parser von uns, der Null-Click-Import, der erste Schritt Richtung Vollautomatisierung, der für mich zumindest sich immer noch Magic anfühlt. In dem Fall habe ich 6 PDFs. Ich ziehe die hier rüber, ich lasse die los. Und das Ding ist drin. Ich habe 3 neue Käufe, wie jeden Monat, die Sparpläne, die ausgeführt wurden. Und ich habe neue Dividenden hier. Und vor allem diese hier schauen wir uns gleich genauer an. Ich gehe aufs Dividenden-Dashboard und wir sehen hier den nächsten Klöpper, der reingekommen ist. In dem Fall ist es der S&P, der Vanguard All World High Dividend Yield hat ausgeschüttet und wieder eine Monster-Dividende von 343 Euro. Was ein bisschen anders ist hier jetzt, was den Chart betrifft, ist dieses Mal war die Ausschüttung noch im Vormonat. Also die Vanguards schütten immer am letzten Tag des Monats aus.
Und normalerweise kriege ich das dann am, äh, im nächsten Monat erst aufs Konto. Deswegen sieht man hier so eine schöne, ja, ich habe jeden Monat eine Dividende bekommen. Das ist jetzt anders, jetzt sind die auf einen Monat gefallen. Das heißt, im nächsten Monat wird da null stehen. Im Oktober wird hier null stehen. Aber ich gehe mal kurz auf den Breakdown-Chart, da sieht man das nochmal, wie dieses Quartal, hier werden dann nämlich zwei zusammengezählt. Vielleicht wird es jetzt manuell ändern, dass das im nächsten Monat ist. Dann sieht der Chart hübscher aus. Aber wie auch immer, 343 Euro ist richtig Bombe. Natürlich nicht so 500, was war das hier? 561 Euro wie letztes Mal. Aber man sieht, dass es doch schön fleißig hochgeht. Dementsprechend sind wir jetzt bei 2100 Euro Dividende in dem Portfolio und das ist schon das Doppelte von 2021. Das war ja das Ziel, dass wir auf 100% kommen. Ähm, und wir haben es jetzt erreicht und wir sind im Oktober. Ein Quartal kommt noch. Das heißt, da dürfte noch, also wir dürften noch ein bisschen drüber gehen. Das ist schon richtig, richtig cool. Und monatlich sind wir jetzt bei fast 200 Euro. Durchschnittliches monatliches Einkommen, gerechnet über die letzten 12 Monate. Jahreseinkommen letzte 12 Monate 2370 Euro. Mein Freibetrag ist quasi allein mit dem Portfolio ähm, erledigt. Persönliche Dividendenrendite übrigens, muss ich auch erwähnen, da haben wir die Berechnung geändert. Ihr seht, wir haben ja hier unten diese neue Tabelle, wo man den Compound Annual Growth Rate, also das Dividendenwachstum sieht. Wir sehen das Intervall für die Ausschüttungen und so weiter. Und hier gibt es jetzt eine neue Spalte. Ich zoome da mal kurz dran. Die heißt Yield und Yield on Cost. Die haben wir englisch benannt, weil die deutschen Labels dafür einfach eklig sind. Das obere wäre die Dividendenrendite, wie ihr es kennt. Dividende im Vergleich zum Kurs. Und zwar die Jahresdividende der letzten 12 Monate zusammenaddiert im Vergleich zum aktuellen Kurs. Das ist die Dividendenrendite, in dem Fall 4,31%. Hier ist das auch alles nochmal beschrieben. Dividendenrendite ist einfach zu lang hier, ja, deswegen haben wir den englischen Term genommen, Yield. Und hier unten wäre es die persönliche Dividendenrendite oder im Englischen YOC, Yield on Cost. Das ist hier, wir haben es im Tooltip hier erklärt. Und da haben wir jetzt die Berechnung geändert. Ursprünglich hatten wir die Berechnung folgendermaßen. Wir haben geguckt, wie viele Dividenden habt ihr im ausgewählten Zeitraum bekommen und haben das verglichen mit dem investierten Kapital in dem Zeitraum. Was eigentlich völliger Quatsch ist. Das sagt nicht viel aus. Und dann habe ich das mit der Lisa von Aktiengramm, die ja jetzt auch bei uns im Team ist, die sehr auf Dividenden fokussiert ist. Ich habe das mit einem Freund der Finanzmathematiker ist, als Professor durchgesprochen und mit noch einem Programmierer, der in einer anderen Firma arbeitet, die auch sehr viele Tools für Privatanleger bereitstellt. Da habe ich die Berechnung gesprochen. Also wir haben das mit ein paar Experten besprochen und gesagt, nee, wir müssen die persönliche Dividendenrendite eigentlich auf die gleiche Art ausrechnen wie die Dividendenrendite, damit es verlässlich ist, nur eben für euch persönlich. Bedeutet, die wird jetzt, also das steht auch im Tooltip, die wird jetzt folgendermaßen ausgerechnet. Wir nehmen immer, egal welchen Zeitraum ihr ausgewählt habt, wir nehmen immer die letzten 12 Monate an Dividenden, die ihr bekommen habt in dem Asset und vergleichen es mit eurem Einstiegswert. Also was habt ihr bezahlt für das Asset? Bedeutet, wenn die Dividende steigt, wenn ihr immer mehr Dividende bekommt und euer Einstiegspreis entsprechend niedrig bleibt, wie auch immer, der ändert sich ja mit zusätzlichen Käufen, dann schwankt eben die Dividendenrendite so ein bisschen, aber ihr seht quasi, ist eure Dividendenrendite besser wie der aktuelle Kurs oder nicht. Also das ist schön vergleichbar und vor allem ist die Dividendenrendite jetzt intervallunabhängig. Diese Berechnung macht sehr viel mehr Sinn und ist eine sehr viel bessere Aussage. Und also ursprünglich stand es ja hier bei im Zeitraum und das war dann ein bisschen verwirrend, dass dieser Wert intervallabhängig ist, der Wert nicht. Deswegen haben wir ihn jetzt hier. Das wollte ich auch noch erzählen als kleines Update. Mario, ich war ja Camel Case beziehungsweise Title Case, also dass wir das nicht alles groß schreiben hier. Können wir mal testen, können wir angucken, aber aktuell ist es so Design Guide sozusagen überall. Wir haben das bei allen Tabellen haben wir das so, ja. Hier auch im Dashboard haben wir das auch so. Ähm,
hier, aber wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ich kann dir nicht versprechen, dass wir es machen. Ich habe noch eine Frage gesehen, mir wurde es geschickt hier. Ist schon geplant, wann, ob es in der Android-App die Analyse-Page gibt? Ist noch nicht geplant. Wir wollten jetzt erstmal launchen mit einem Feature-Set, auf das wir geguckt haben und jetzt brauchen wir euer Feedback sozusagen. Ja? Deswegen haut's auf die Feedback-Page. Wenn ihr nicht genau wisst, wo oder wenn ihr das nicht abtippen wollt, der Link ist im Chat, aber auch hier unten auf jeder Website, auf jeder Seite, die wir haben, ist hier unten rechts Feedback. Da geht ihr drauf und dann sagt uns bitte, was ihr gerne in den Apps haben möchtet und votet hoch, was ihr seht. Das hilft uns sehr, sehr bei der Priorisierung. Gut, das ist mein Portfolio und der aktuelle Stand. Ich bin sehr happy, wie sich es entwickelt. Wir können auch mal kurz hier auf Performance und so weiter gehen. Es ist ein Plus noch. Man sieht hier auch schön den Chart investiertes Kapital versus aktueller Wert, dass es natürlich gerade sehr runter geht. Jetzt in letzter Zeit ging es wieder ein bisschen hoch. Was natürlich gut ist, weil ich mehr Anteile bekomme für meine Sparpläne. Ich sehe das eher als Opportunity und die Differenz zwischen diesen beiden Charts spiegelt sich quasi genau hier im Performance-Chart wieder. Also es ging runter, jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Ich schaue hier eigentlich gar nicht auf die Performance. Also wenn es hier rot ist, ist es eigentlich nicht so schlimm. Für mich zumindest, ich schaue da eher ich schaue immer auf die Dividenden und wenn es rot ist, dann nehme ich das als Kaufmöglichkeit. Deswegen ist bei mir eigentlich immer dieser Chart hier offen. Ja, das ist für mich der relevante Chart. Weil ja, mir geht es nur um die Dividenden und es soll ein kleines Einkommen ermöglichen. Gut, wann kommen die Edelmetalle? Hochvoten. Je suis ich. Hochvoten, aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. In meinen Augen ist noch ein bisschen Diskussion im Team, aber ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt hier im Stream, dass wenn wir die nächsten Assets supporten, dann sind es Edelmetalle. Aber es steht einfach viel auf der Roadmap. Zum Beispiel aktuell arbeiten wir an der Portfolio Overview. Wir arbeiten an mehr Asset Insights, was Dividenden betrifft. Da zeige ich euch nachher auch noch eine Preview. Aber genau, es ist eine Prioritätsfrage. Ja? Ich kann dir nicht sagen, es kommt am 12. März oder was auch immer, am 12. Dezember. Ist nicht so. Es kommt darauf an, wann wir es dann direkt angehen. So. Dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Lasst mich kurz in die Agenda schauen. Das war das Portfolio. Was haben wir angeguckt? So, ich kann euch eine kleine. Also, ja, okay, bevor wir in die Dividenden-Dinger gehen, ein Release, den wir jetzt gemacht hatten, wir haben das angekündigt in der Community zumindest, wir haben neue Krypto-Coins, ähm, die supported werden. Und da das hier jetzt gerade neu gestartet ist, muss ich nochmal danach suchen. Also, ihr seht hier Crow, wurde ganz, ganz, ganz viel angefragt, ja, ist jetzt verfügbar. Terra Luna Classic, auch Apecoin. Ich spreche die Namen einfach aus, ja. Ich kenne mich nicht gut genug aus. Ich habe nicht viel in Krypto investiert. Ihr werdet sehen, wo rein und wie viel, wenn es um mein persönliches Portfolio geht, bei 2000 Abonnenten. Aber Apecoin habe ich sicher nicht im Portfolio. Wie auch immer, wir haben jetzt die Kryptos und über 1000 weitere. Aber die sind noch nicht alle angelegt. Also wir müssen die Coins anlegen. Deswegen, wenn es irgendeine Coin gibt, die ihr möchtet, aber die ihr jetzt noch nicht findet in Parkett, schreibt es uns einfach. Und wir können das relativ zügig hinzufügen. Wir haben sehr viele Kurse und jetzt die Möglichkeit, es einfach hinzuzufügen. Alles, was angefragt wurde in letzter Zeit, was wir uns so aufgeschrieben haben, was wir gesehen haben, haben wir hinzugefügt. Dazu gehört Terra Luna Classic, Uniswap, Kronos, Apecoin, Graph Token, Flux, Harmony One, Nexo und. Also die sind jetzt auch verfügbar für alle Kryptoinvestoren unter euch. Würde mich übrigens interessieren, ob ihr aktuell verkauft oder haltet, was da so der Stance ist von den Kryptoinvestoren unter uns. Schreibt es gerne mal in den Chat. Jonas, Sebastian fragen wegen AGB. Wir haben keine öffentlichen AGB oder sowas aktuell, aber mich würde interessieren, ob es irgendwas gibt, was das
was es ausmacht. Aktuell ist es relativ simpel. Man schließt ein Abo ab und bekommt Zugriff auf die Pro-Version und mit allem anderen sind wir ja super, super, wie sagt man, nicht, wir sind super, ähm, wie heißt das Wort, wenn man es nicht muss als Firma, aber es immer tut? Kulant. Wir sind sehr kulant, wenn zum Beispiel jemand bezahlt hat und es dann doch nicht will oder irgendwie, wir erstatten da eigentlich den letzten bezahlten Betrag immer zurück und solche Sachen. Also wir sind extrem kulant. Irgendwann muss es AGB geben, aber ja, bisher gab es da zero Probleme, weil es einfach super simpel ist, unser Pricing Model und was wir tun. Aber da können wir auch separat nochmal sprechen. Weil, ja, wie Jonas schreibt, das ganze Rechtliche ist eine Riesenhürde, wenn man gründet. Und die Frage ist, was braucht man? Ja, was ist eigentlich notwendig? Welches Problem löse ich damit? Und bis es nicht konkrete Probleme zu lösen gibt, wollte ich das auch nicht machen. Aber irgendwann müssen wir AGB machen. Das kostet dann ein paar tausend Euro. Und dann geht's los. Terms of Service, AGB, wie auch immer. Okay, lasst mich kurz gucken. Das sind die ganzen Coins. Uh, genau, das zeige ich euch als nächstes. Ich habe hier noch eine Frage gesehen. Ah ja, genau, wurde schon beantwortet. Sehr gut. Kann man die Android-App testen? Quasi, ja. Ist im Play Store. Super, super exciting. Okay, ich ratter hier durch die Agenda. Deswegen lasst mich mal nochmal kurz einen Blick in den Chat werfen, Leute. Und meinen Tee habe ich auch fast schon ausgetrunken. Geil. Mega nice. Super viele Leute dabei. Aber wisst ihr was? Wir haben wieder fast nur ein Drittel an Likes von dem, was ihr da seid. Also wenn ihr diese ganzen Releases, die Transparenz, die wir machen, alles, wenn ihr das mögt, dann haut bitte auf den Like-Button. Das hilft uns, gibt uns gutes Feedback, was diesen Channel betrifft. Machen wir das weiter, machen wir das häufiger. Schaffen wir es wieder, so tolle Gäste einzuladen wie letztes Mal. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir hatten die Lisa hier, wir hatten den Björn hier, Nasdaq. Ähm, und wir hatten den Jonathan von Abilitator hier. Und wir hatten die nicht nur hier im Chat oder im Stream, sie waren hier bei mir im Raum, was seit Corona irgendwie undenkbar ist. Also ich fand es ziemlich crazy und auch komisch, mein Homeoffice hier und aka jetzt halbes Kinderzimmer sozusagen zu zeigen. Also dass wirklich jemand da war. Das war auf jeden Fall ein erstes Mal, aber ich hoffe nicht ein letztes Mal. Das war richtig cool. Dementsprechend, ja, haut auf den Like-Button. Oh, danke, da ist schon einiges hochgegangen. Sehr gut. Haut da drauf. So, ich zeige euch eine Preview. Da ist noch ein bisschen was kaputt, da ist nicht alles super, aber ich zeige euch mal den aktuellen Stand, damit ihr seht, auf was ihr euch freuen könnt. Nämlich unsere Asset-Pages hier, also zum Beispiel, ich gehe mal auf Apple. Die haben wir eingeführt vor ein paar Wochen, damit ihr ein paar grundlegende Daten zu den Assets bekommt. Fundamentaldaten, Unternehmensprofile, Prognose, News, historische Dividenden, Unternehmenszahlen und so weiter. Ja? Also einige Daten, die wir eingekauft haben, haben wir euch hier zur Verfügung gestellt. Und ich habe euch ja gesagt, dass da ein Haufen Daten drin sind in den Paketen, die wir eingekauft haben, sozusagen. Es dauert ein bisschen, bis wir daran gearbeitet haben, euch das alles zu visualisieren. Wir werden auch nicht alles visualisieren, aber alles, was gewünscht ist und was Sinn macht und genau, was komplementär zu unserem Produkt ist, beziehungsweise eine natürliche Evolution des Produkts. Und das Neueste, was jetzt als nächstes kommen wird, wo wir gerade dran sind, hier seht ihr, hier gibt es zwei Navigationspunkte, die Übersicht und deine Holdings. Deine Holdings sind selbstverständlich die Holdings in den Portfolios von euch. Ähm, hier kommt ein neuer Tab hinzu, der heißt Dividenden. Das ist der hier. Wenn man da draufklickt, kommen die Details der Dividenden für dieses Asset, die ihr bisher maximal auf dem Portfolio-Dashboard seht und dann natürlich auch nur für Assets, die ihr im Portfolio habt, bekommt ihr jetzt quasi für alle Assets, die entsprechend Dividenden ausschütten. Die Dividendenrendite für die letzten 12 Monate, das Dividendenwachstum für 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre. Für 5 Jahre ist es hier oben ein bisschen prominenter. Die nächste Dividende, wann sie erwartet wird und wenn sie angekündigt wurde, auch wie hoch sie ist. Wir sehen die historischen Dividenden, wir haben ein paar Dividendenkennzahlen, Rendite, das Intervall, den Kurs
Und wenn man auf alle Kennzahlen klickt, kommt man auf die Übersicht. Und wir haben die komplette Historie nochmal als Tabelle zum Ein- und Ausklappen mit Veränderung Year over Year. Also wie verändert sich die Dividende mit dem Ex-Datum, dem Zahltag, wenn wir es haben, auch dem Declaration Date und dem Record Date. Könntet ihr euch als CSV runterladen. Wir haben die Ausschüttungen natürlich dabei. Was noch fehlt, ist die Rendite. Die wird auch kommen. Rendite zu Kurs. Da müssen wir ein bisschen mit der Währung hantieren, weil hier oben, also den Kurs haben wir ja in Euro auf dem Kurschart hier. Aber die Ausschüttung hier ist in Originalwährung. Da werden wir noch ein bisschen hin und her. Ja? Wir werden vermutlich die Asset Pages, dass ihr die Währung auswählen könnt, dass ihr sagen könnt, hey, ich hätte gern die ganzen Asset Pages, alle Metriken in Euro oder alle Metriken in Originalwährung oder was auch immer. Und die Rendite werden wir hier auch anzeigen. Für jede einzelne Dividende, wie war die Rendite im Vergleich zum Kurs natürlich. Und ihr könnt euch das als CSV runterladen. Das ist der aktuelle Stand, da wird noch ein bisschen mehr kommen. Wir werden nicht alles auf einen Schlag releasen, aber da kommen noch ein paar Sachen. Ja? Da kommen Tools für Dividendeninvestoren, die es so gibt, die wir empfehlen. Es werden ein bisschen Discovery reinkommen, ne, was für andere Aktien gibt es, die Dividenden ausschütten und. Wir haben ein paar Sachen geplant dafür. Ich wollte euch den aktuellen Stand zeigen. Das sind die sogenannten, wir nennen die Dividenden-Subpages, also die Unterseite Dividenden für die Assets. Das wird relativ bald kommen. Was ich noch nicht zeigen kann, aber wo wir auch ganz aktiv dran sind. Ich programmiere selbst jede Woche dran und das Team hat schon vor ein paar Monaten einen riesen Beitrag dazu geleistet, ist die Portfolio-Gesamtübersicht. Damit werdet ihr hier, wenn ihr draufklickt, eine Gesamtübersicht haben und dann, wie der Name sagt, bekommt ihr eine Gesamtübersicht über alle eure Portfolios und ihr könnt selbstverständlich auswählen, welche Portfolios in der Gesamtübersicht drin sind und welche nicht. Das wird geil. Das wird geil. Das sind die zwei, ich würde mal sagen, größeren Brocken, an denen wir dran sind. Und der dritte große Brocken ist eben jetzt released, nämlich Android-App im Play Store. Genau, also ich bin ziemlich, wie soll man sagen, ich freue mich mega. Das sind richtig dicke Dinge, an denen wir arbeiten, richtig lang gewünschte Sachen, denen wir uns jetzt angenommen haben, Android-Portfolio-Übersicht und so weiter. Diese Dividenden-Subpage sind einfach Dinge, wo wir wissen, dass Anleger, Investoren, Leute, die ihr Portfolio tracken, gerne bestimmte Informationen haben möchten. Oder auch wenn man sich ein neues Asset angucken will. Ja? Wenn man weiß, hey, ich überlege, die Porsche AG zu kaufen, was gibt es denn da für Infos? Und dann kann man nachgucken, falls wir die Daten haben. Für die Porsche AG haben wir es noch nicht. Da gibt es leider noch nicht so viel. Aber was für ein guter Segway somit, fast so, als ob du es geplant hättest. Lass uns mal über die Porsche AG sprechen. Denn die sind an die Börse gegangen, wie ihr wisst. Das machen wir gleich. Ich nehme noch einen Schluck und gucke mal kurz im Chat, aber dann reden wir über Porsche. Gesehen, wir hatten noch einen Superchat. Tobi, vielen, vielen Dank. Ein Hoch und Dank für den Release der Android-App. Vielen Dank. Superchat immer sehr, sehr gerne gesehen. Hammer. Dankeschön. Also die Frage, wo die Daten eingekauft wurden, wenn ihr runterscrollt, da haben wir so einen Datendisclaimer, da steht, von welchen Anbietern wir eingekauft haben und wo die Daten ursprünglich herstammen. Ich sehe auch viele technische Fragen. Auf die gehe ich jetzt nicht unbedingt ein, hier im Stream. Ja? Also, wie haben wir das programmiert? Wie denke ich als Gründer über Terms of Service, Unternehmen starten und so weiter. Das sind alles Dinge, über die ich mich super, super gerne austausche. Das mache ich auch, aber auf meinem privaten YouTube-Channel und auf Twitter, wo ich mehr so drüber rede, wie baue ich persönlich Parkett als Unternehmen auf. Ja? Und da geht es dann nicht nur ums Programmieren, sondern auch Team aufbauen und Geld und Investment und bla 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 und was auch immer. Deswegen darüber spreche ich sehr gerne, aber nicht hier im Parkett-Livestream, wo es wirklich mehr um alles geht, was unsere Nutzer interessiert.
Aber ich spiele mit dem Gedanken, sehr ernsthaft einen deutschen Podcast über Bootstrapping, Unternehmertum quasi zu machen, ohne Venture Capital, was so ein bisschen mein Steckenpferd geworden ist mit meinen Projekten, ähm, auf Deutsch. Das heißt, falls euch das interessiert, pinkt mich gerne auf Twitter. Aber gut, genug davon. Hier geht es um Parkett, nicht um mich persönlich. Porsche. Porsche ist an die Börse gegangen und ich habe euch ein paar Statistiken rausgesucht, ja. Also zum einen, was wir direkt gesehen haben, Porsche legt zu, Porsche AG Aktie nach Börsengang massiv durch Banken gestützt. Börsenwert von VW überstiegen. Das ist schon richtig krass. Porsche hat den Wert von VW überstiegen. Ich habe auch ein paar Sachen dazu gesehen, dass es keinen Sinn macht und dies und das. Ich bin da bei Gott kein Experte. Aber ich denke schon, dass wenn so fette Assets wie Porsche oder generell Automarken, und das meine ich nicht nur für Porsche, da rede ich auch von Microsoft und solchen Sachen, wenn die in einem großen Unternehmen gebündelt sind, dann glaube ich, dass das immer unterbewertet ist oder überwiegend unterbewertet ist. Bei Microsoft hast du so Brocken drin wie also deren Divisions oder andere Firmen, LinkedIn und GitHub zum Beispiel. Also GitHub an sich ist ja mittlerweile der, der Ort, wo Code gehostet wird. Also wenn die alleine an der Börse wären, glaube ich, wären die auch viel mehr wert, als sie aktuell in der Bewertung von Microsoft ausmachen. Bei LinkedIn bin ich mir nicht ganz sicher, wegen Social Network und so weiter, aber so. Und deswegen glaube ich auch, dass Porsche an der Börse sehr, sehr viel mehr wert ist, als sie zum Wert von VW beitragen, wenn sie nur Teil des Konzerns sind. Ob sie wirklich Mehrwert sind oder wie auch immer, da gibt es natürlich dann ne, die Assets und so weiter. Also was wäre, wenn ich den ganzen Laden verscherbel, was bekomme ich dann und so weiter, wenn man es danach bewerten will. Aber wir wissen ja, dass die Börse zumindest kurzfristig nicht ganz so tickt. Also ich persönlich finde es nicht sonderlich überraschend. Ich finde Porsche auch sehr viel attraktiver als VW. Aber ich rede hier als subjektiver Anleger, der mehr auf Produkte, Marke, Mode, was auch immer guckt, aber nicht unbedingt auf die Finanzdaten oder ne, ich bin kein analytischer Investor. Wenn ich investiere, dann gucke ich eigentlich relativ selten auf die Unternehmenszahlen. Ich gucke mir die CEOs an, das Management, schaue mir Interviews an, ich schaue mir die Marke an, ich versuche rauszufinden, wie so der Vibe ist und vielleicht ist es auch was ich persönlich nutze. Spoiler, an Porsche nutze ich nicht. Durfte ich in einem mitfahren. Dementsprechend, ja, ich finde es ziemlich cool. Und ich habe euch noch ein bisschen was rausgesucht. Ach so, sorry, hier die Porsche SE, also die Holding der Familie, haben für 7 Milliarden Porsche-Aktien gekauft. Also die haben jetzt wieder direkten Zugriff auf Porsche dadurch. Wurde überwiegend durch Schulden finanziert. Finde ich persönlich auch keine Überraschung. Also hätte mich gewundert, wenn sie das komplett so, ja, whatever. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja? Ob die da noch ein bisschen mehr rein investieren wollen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und ich persönlich finde Porsche auch spannend. Ich habe nicht gekauft beim IPO, ich habe nichts gezeichnet, ich habe auch nichts gekauft bisher. Aber es wäre eine Aktie, weil sie ja Dividenden ausschütten wollen, die durchaus in mein Beuteschema passt, sage ich mal. Und es ist auch einer der wenigen deutschen Autobauer, wo ich sage, wo ich mir über die Zukunft nicht so viele Sorgen mache. Ganz einfach, weil, also ich glaube, softwaremäßig, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Deutschen hinterherkommen oder dass sie das Problem lösen, was Tesla halt als DNA in sich hat, softwaremäßig. Und ähm, bei allen anderen Autoherstellern, in meinen Augen sollten die endlich Tür und Tür öffnen für CarPlay und Android Auto. Ich weiß, dass die dann softwaremäßig abhängig sind von den Providern, aber ich glaube auch, dass das so viel Mehrwert schafft, weil aktuell einfach jeder sein Handy da drauf klappt. Ich muss für 3.000 € das Navigationssystem darin kaufen und ich habe kostenlos Google Maps auf dem Handy für ein 700-€ Gerät oder von mir aus 1.000-€ Gerät, was einfach 1000-mal besser ist als alles, was mir das Telefon liefert. Ich würde auch selber niemals ein Auto ohne CarPlay kaufen. Die Infotainment-Systeme in den Autos sind einfach Schmutz. Und Porsche ist einer der Autohersteller, wo ich auch glaube, das ändert sich nicht oder nicht sonderlich gut, dass ich auf mein Handy verzichte oder auf CarPlay verzichten will. Aber die Marke ist stark genug, dass es irrelevant ist oder dass Leute das akzeptieren. Davon bin ich relativ stark überzeugt. Wie gesagt, ich glaube, Software ist der große Schwachpunkt bei den deutschen Autobauern.
Und dass einfach die neue Generation, die jetzt 40 sind, neue Generation, die 40 sind, ich wollte mich nur mit da einbeziehen, aber sagen wir mal, die 40, 35, 30 sind und vor allem drunter, also alle, die jetzt in den 20ern sind, die Autos kaufen, die erwarten, dass die Software so gut ist wie das Smartphone. Dass es einfach zu benutzen ist und so weiter. Und deswegen glaube ich, das wird nicht lange gut gehen, wenn die Software so bleibt, ähm, wie sie aktuell ist. Aber bei Porsche eben denke ich, dass es verziehen wird. Weil das ist einfach eine ultra starke Marke, ultra high quality und am Taycan und so weiter hat man das auch ein bisschen gesehen. Auch wenn man mag von Elektro halten, was man will und von der Entwicklung Porsche hin zu Elektro, aber dass Model S Besitzer quasi das mit dem Taycan ersetzen würden, es ist einfach ein himmelweiter Unterschied, wenn man in einem Porsche sitzt versus in einem Tesla. Und das gehört zu einer Kaufentscheidung in dem Preissegment, glaube ich, einfach mit dazu. Wie fühlt man sich in dem Auto? Wie High Quality fühlt sich das an? Tesla ist auch tipptopp, aber also ich persönlich mag das Model S sehr, wie es aussieht und natürlich Elektro und so weiter. Die Software, alles drum und dran, finde ich epic, aber wenn man drin sitzt, das fühlt sich einfach cheap an, finde ich. Ja, und da der Preis halt auch in der Liga ist, ja. Okay, das war ein kurzes Rambling mal über ein Thema, wovon ich keinen Plan habe. Nehmt es nicht ernsthaft, aber ich habe euch was rausgesucht, okay? Ich habe ein bisschen Daten rausgesucht und habe mal geschaut, wie hat denn die Parkett-Community in den Börsengang von Porsche investiert? Und da sehen wir, 1,2 Millionen habt ihr in Porsche investiert. Nicht schlecht. Und 182.000 wurden auch bereits wieder verkauft. Also ich glaube, es waren einige dabei, die gesagt haben, ich nehme den IPO mit und hoffe, dass es hochgeht. Es ging ja auch kurz hoch, dann ging es runter. Jetzt ist es wieder oben. Warte mal, wir schauen nochmal kurz auf den Kurs hier. Genau, ging erstmal bergab, jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Aber ja, das fand ich super interessant. 1,2 Millionen. Wir haben letztes Mal, ja, haben wir auch gezeigt, dass die Parkett-Community auch über 100 Millionen in einem Monat investieren kann, und zwar an verifizierten Transaktionen, was schon ziemlich epic ist. Also, vielleicht sollte ich Parkett an die Börse bringen. Oder ich lasse euch investieren in Parkett. Also als Crowdsourcing-Ding. Das ist schon crazy. Insgesamt relativ wenig Investoren zumindest hätte ich mehr erwartet. 706 Investoren stand heute Mittag, die Transaktionen von Porsche eingetragen haben bei Parkett und knapp 1000 Transaktionen, fast 1000 Transaktionen, Käufe und Verkäufe. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein paar Investoren, die auch mehrere Transaktionen gemacht haben, vielleicht auch mehrfach gekauft haben. Ja, vielleicht gezeichnet und direkt, als es runterging, nochmal nachgekauft haben und so weiter. Fand ich ganz interessant, wollte ich euch zeigen, weil wir schon lange nicht mehr so einen High-Profile-Börsengang hatten. Zumindest keiner, der mir ins Gesicht getreten wurde, wie jetzt dieser Porsche IPO. Carriot, ja, Carriot ist halt. Carriot ist, naja. Ne, sie versuchen es und ich fand es ein good effort. Ich glaube auch der Dietz hat es verstanden und wollte es richtig machen, aber die Leute haben ihn einfach nicht gelassen. Aber so einen Laden umzuwälzen dauert einfach 5 bis 10 Jahre, eher 10 bis 15 Jahre. Und sie haben ihn nicht gelassen. Sie haben einfach immer Steine in den Weg geschmissen und so weiter. Ich glaube, der Dietz hat es verstanden gehabt. Ich glaube, er hat es geschafft. Wenn er da geblieben wäre, wäre ich auch relativ bullish, was VW betrifft. Aber da man einfach sieht, dass so einen Laden umkrempeln, digital zu machen, unfassbar schwer ist. Da habe ich persönlich auf kleinem Scale auch schon mir viel die Zähne ausgebissen in solchen Konzernen. Ähm, Ich habe da einfach wenig Hoffnung, dass deutsche Konzerne das schaffen. Nicht nur Autoindustrie, generell ist es einfach ein Mammut-Task. In meinen Augen muss man ausgründen, so wie Carriot, aber man muss es mit Managern besetzen, die Softwareerfahrung haben, die nicht aus dem Konzern kommen und man muss sie alleine lassen. Nicht von oben irgendwelche Prozesse drauf, nicht die gleichen Legal Frameworks und die ganzen, wie nennt man das, Hoops, die ganzen Hürden, über die man springen muss in so einem Konzern, um irgendwas zu machen. Alles weg. Lasst diese Firma agieren wie ein Startup mit dem Legal-Risiko und so weiter, was damit alles einhergeht. Ein Konzern ist immer Cover Your Ass, ein Startup ist immer Risiko, aber wir wollen es ausprobieren, wir wollen gucken, wenn wir auf die Schnauze fliegen, haben wir nicht viel verloren.
Das Problem ist halt immer, wenn die aneinander gebunden sind, dass der Konzern irgendwie mithaftet und bla bla bla. Solche Sachen gibt es, aber ähm, ich glaube, das lässt sich durch irgendwelche Strukturen immer lösen. Man muss diese Firma alleine lassen und man kann nicht die gleichen alten Manager in ein Startup setzen und denken, dass es dann ein Startup ist. Das ist nicht so, das geht einfach nicht. Ja, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass, dass es nur geht, wenn es wirklich radikal gemacht wird, so wie der Dietz das wollte. Und er wurde nicht gelassen. Also, ja, das sind meine Hoffnungen für die digitale Transformation des VW-Konzerns nicht hoch, nicht optimistisch. So Leute, im Chat geht's ab. Ich gebe mir mal kurz eine Minute, nicht eine Minute, gebt mir 10 Sekunden. Ich möchte was trinken und kurz den Chat lesen. Ich habe übrigens hier, das ist kein Bier, das ist Mate, habe ich mal wieder dabei. Wenn wir vormittags sind, kann ich schließlich auch Mate trinken, denn ich habe ja noch einen halben Tag. Und falls ihr ein bisschen was knurren hört, das ist mein Magen. Es ist nämlich Mittagessenszeit. Parkett liebt Dividenden, wir lieben Dividenden. Geil. Ja, Dividenden ist, also, keine Ahnung, es gibt einfach viele Anleger, die sehr, inklusive mir, die sehr, die Dividenden sehr, sehr mögen und das motiviert einfach beim Anlegen, ja, wenn man so ein Einkommen daraus generieren kann. Und wir wollen die entsprechenden Tools dafür bereitstellen. Aber es also selbstverständlich bauen wir noch sehr viel weitere Tools und Ansichten für auch Leute, die sich nicht auf Dividenden fokussieren. Das machen wir ja schon, ja. Aber ja. Ja, Ake schreibt, Porsche will das neue CarPlay circa 2024 in ihren Autos haben, laut Apple Keynote. Ich glaube, Apple hat doch gesagt, dass Mercedes da dabei ist und Mercedes hat danach gesagt, davon wissen wir nichts. Ähm, aber ja, wenn sie es drin haben, wäre natürlich nice, aber selbst wenn sie das alte drin haben, ist schon fein für mich. Ich meine, was machst du im Auto mit dem Infotainment-System? Navigation, Musik, vielleicht Anrufe, Hörbuch, das geht schon alles. Wenn jetzt, klar, also wenn man jetzt noch Statistiken sieht aus dem Auto und so, also wenn eine tiefere Integration da ist, hammergeil. Und ganz ehrlich, ich glaube, der Luxushersteller, der sagt, okay, Apple, komm rein, wir integrieren voll CarPlay, wir verlassen uns voll drauf, unser Infotainment-System ist basic, whatever, man kann das und das machen, aber wir wissen, dass 90% der Nutzer CarPlay oder Android Auto oder wie es heißt, benutzen und wir gehen da voll rein. Da lehne ich mich jetzt sehr aus dem Fenster, wenn ich sage, dann werden die Absätze steigen oder dann wird der Market Share steigen. Aber für mich persönlich ist es eine Kaufentscheidung. Ist so. Jungs, ich lieb's, wie es im Chat abgeht, Jungs und Mädels. Hier ist richtig was los. Ich mag's. Sehr gut. Haut noch ein bisschen auf den Like-Button, wenn euch das ganze Format gefällt, wenn wir so weitermachen sollen. Und sagt uns, was für Ideen ihr habt. Ja? Sollen wir ein paar andere Sachen angucken? Mehr solche Statistiken, mehr Gäste, mehr Marktgeschwafel von mir, dem Typ, der keinen Plan hat, mehr über Parkett selbst. Portfolio-Rösten haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Heute machen wir es nicht. Meta. Ich weiß nicht, was ihr vom Metaverse haltet, aber Facebook knallt ja so Milliarden in ihr Metaverse und es wurden ein paar interne Memos geleakt, dass nicht mal die Engineers, die Programmierer, die das Metaverse bauen, das heißt Horizon Worlds heißt das Spiel oder das Metaverse, dass die es nicht mal nutzen. Und das ist bitter. Ich finde, daran merkt man es immer, wenn Gründer unter euch sind, die Programmierer sind und ihr programmiert eine Software, die ihr, die ihr verkaufen wollt. Wenn es euch keinen Spaß macht, das zu nutzen, dann könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass es auch niemand anders großartig gefällt. Bei Parkett war es für mich so, ich war ja der erste Nutzer und ich benutze es nach wie vor jeden Tag. Somit sehe ich auch, was stört mich, was ist blöd und so weiter, kann man direkt angehen. Klar, das ist nicht die beste Metrik, aber es ist eine bessere Metrik, als keine User zu haben. Und in dem Fall
hat Meta Horizon quasi nicht mal sonderlich viele interne Nutzer. Oh, ich muss husten. Danke. Ähm, ja, also das ist sehr, sehr schlechtes Zeichen, ein sehr schlechtes Zeichen. Und jetzt zwingen sie die Mitarbeiter, sie sagen quasi, die Manager dieser Teams, die daran arbeiten, werden mit daran gemessen, ob die, oder sie sollen quasi die Mitarbeiter pushen, das zu nutzen, denn nur so lernen sie. Ich finde an sich, also ich glaube, es ist das Richtige, dass die internen Mitarbeiter es nutzen müssen, um zu verstehen, warum es blöd ist. Aber ich würde erstmal damit anfangen, ne, zu fragen, okay, warum nutzt ihr es nicht? Was ist es und so weiter. Also das Nutzen alleine wird deren Probleme nicht lösen. Es ist vermutlich einfach ein Game, das keinen Bock macht. Da kannst du auch nicht viel machen. Das ist so Minecraft mit, was haben sie geschrieben, mit Roblox zusammen. Minecraft kenne ich, Roblox nicht. Aber ja, es ist in meinen Augen ist das ganze Ding sowieso Quatsch. Also wirklich, ich bin da super bearish. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch, also ich habe keine Meta-Aktien und das ist hier alles ne, Meinung und Entertainment, keine Anlageberatung. Die sind eine Cash-Cow, ihre Werbung betrifft, wobei Apple den richtig Feuer unterm Hintern gemacht hat und jetzt ein eigenes Ad-Network aufmacht. Aber ich persönlich, ich meine, Facebook benutze ich schon nicht mehr seit Jahren. Ich habe noch einen Account, damit wir den Login mit Facebook anbieten können, aber ich mache da gar nichts quasi. Es wird immer noch viel genutzt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, das Social Network ist dead, also Facebook an sich und die Firma, wenn es die nicht mehr gibt, habe ich kein Problem. Instagram ist eine geile App, WhatsApp ist eine gute App, die benutze ich auch beide. Also Instagram nicht viel, aber WhatsApp vor allem. Aber Facebook an sich, ciao. Und deswegen, es stört mich gar nicht, dass der so viele Milliarden da verbrennt. Ich persönlich glaube auch nicht, dass es das eine Metaverse gibt. Das werden Spiele sein, wie Fortnite und so, die werden größer im Universum. Und da macht man das aber nie im Leben irgendwie Ersatz für Realität oder sonst was oder dass wir mit diesen Brillen rumrennen. Da ist es einfach zu schön, mit Leuten in echt rumzuhängen, zu high-fiven, zu umarmen, Küsschen zu geben und draußen zu sein in der Sonne und so weiter. Ich glaube nicht an das ganze Ding. Falls ihr, da gibt es ein paar coole Filme, ne, wie so eine Welt aussehen könnte. Ich als Sci-Fi-Nerd habe die auch natürlich alle gesehen, mehrmals. Ist keine Zukunft, die ich mir wünschen würde. Also würde mich mal interessieren, was Mark Zuckerberg im Kopf hat. Aber für mich als potenzieller User und definitiv, ich würde mal sagen, Ex-Gamer, aktuell spiele ich nicht mehr so viel, aber als jemand, der von sowas durchaus angezogen ist, no thanks. Auf die Version oder die Vision habe ich kein Interesse. Und vor allem nicht von Meta, was das ganze Vertrauensbild betrifft und so weiter. Das ist einfach durch. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es andere Regionen auf der Welt, wo dieses Image noch komplett anders ist. Und vielleicht funktioniert es dort. Der Paket-IPO, ich habe tatsächlich, danke Mute-Button, ich habe tatsächlich mit einer Firma gesprochen vor kurzem, die hilft, Unternehmen an die Börse zu bringen. Und die haben mir erzählt, dass es eine Art Light-Version gibt oder kommt. Ich kann es nicht genau sagen, wo diese ultra harte Paperwork und Reports und was man da alles machen muss, um an die Börse zu gehen, dass es flach fällt, sodass auch kleinere Firmen an die Börse gehen können. Und halt mit viel weniger Aufwand und Kapital. Die hatten sowas gesagt wie, man braucht 300.000 Euro allein für die, sagen wir mal, die Filing-Geschichten, der ganze Legal-Scheiß und Reports drumherum oder den Prospekt sozusagen, ja, braucht man 300.000 Euro, um an die Börse zu gehen. Und dass das halt extrem reduziert wird, quasi wie die UG für den Börsengang. Und da habe ich gedacht, hey, weil Crowdsourced Funding Stand heute in Deutschland ist auch relativ blöd. Also wenn ich sagen will, hey, ich will keine Angel-Investoren oder institutionelle Investoren, sondern ich will meine User als Investoren. Ich will jeden investieren lassen, der möchte. Dann kann ich es, glaube ich, auf drei Arten machen aktuell. Ich kann sagen, ich bringe es an die Börse, was abartiger Aufwand ist, in unserem aktuellen Scale nicht möglich. Ich kann so ein Crowdsourcing-Ding nehmen, wo ich quasi, wie läuft es? Ich weiß nicht genau, im Prinzip verteile ich virtuelle Shares oder sowas. Ja? Ich weiß nicht genau, wie sie es nennt oder was es ist, aber Entschuldigung, ich habe mich nicht gemutet. Da kann man dann einmalig investieren und dann bekommt ihr eine Nachricht, wo drauf steht, ihr besitzt was im Parkett, aber es gibt keinen Sekundärmarkt, wo ihr es verkaufen könnt oder so. Das heißt, wie der Return zu euch kommt, ist relativ
Hm. Man könnte sagen, okay, man zahlt vielleicht Dividende, wenn man anständig profitabel ist oder so, aber whatever. Das dritte, glaube ich, was es gibt, ist, ich könnte einen Krypto-Coin ICO machen. Initial Coin Offering und sagen, jeder Token ist ein Anteil am Unternehmen. Müsste man alles vertraglich regeln. Dann gibt es natürlich einen Secondary-Markt. Ne? Dann könnt ihr eure Kryptos auf allen Plattformen verkaufen, eure Parkett-Coins sozusagen. Und wenn wir sagen, wir schütten Dividende aus, könnten wir sagen, wir machen das an alle Token-Owner. Also es ist nicht so, dass ich da nicht schon drüber nachgedacht hätte. Ich will nur meine Firma nicht an Krypto binden aktuell. Da sind die, was ich als Seriosität hochhalten möchte und die aktuelle, ich sag mal, der aktuelle Markt der Initial Coin Offerings, äh, ja, wirkt einfach zu shady. Zu viele Scams, zu viel Zeug, was schief gehen kann. Ja, ist aktuell nicht meins. Aber wenn ein Börsengang weniger Bürokratie hat und günstiger wird, hey, vielleicht ist das mal eine Option, wer weiß. Ready Player One, genau, habe ich gesehen. Mehrmals. Finde ich ganz witzig. Okay, Leute. Was steht als nächstes an? Lasst mich kurz auf die Agenda gucken, ob ich was vergessen habe, denn bei mir sind es schon die Dividenden, die Community-Fragen. Ich muss einmal räuspern. So, es ist auch schon 12. Das heißt, wir haben schon eine Stunde. Jetzt machen wir die Community-Fragen von letztem Stream und diesem Stream. Und dann sind wir auch schon durch. Dann würde ich sagen, gehen wir Mittagessen. Die Beamten unter euch gehen in Feierabend. Und ja, ich werd Mittagessen, noch ein bisschen was arbeiten und dann muss ich auch schon meine Tochter abholen. Und in Hamburg, man mag es kaum glauben, und ich hoffe, es bleibt heute so, ist gutes Wetter. Die Sonne ist draußen, deswegen werde ich den Freitagnachmittag mit meiner Tochter auch draußen verbringen. Okay. So, Leute. Vielen Dank für die ganzen Abstimmungen, die Likes, den Chat, die Superchats, die ihr geschickt habt. Ähm, richtig, richtig gut. Freut mich mega. Also, wir gehen in Community-Fragen. Lasst mich kurz hier was überprüfen. Das kann weg. Das ist was anderes. Okay. Ähm, ich aktualisiere nochmal kurz, damit ich alle habe. Wir gehen jetzt durch die Community-Fragen. Falls ihr das nicht wisst, ihr könnt, wenn ihr, ich zeige das mal kurz. Wenn ihr in unserer Community seid, und da kommt ihr bitte gerne rein und unterhaltet euch über Parkett, über eure Investitionen, könnt euer Portfolio teilen, könnt andere angucken, eure Meinung abgeben und so weiter. Wir teilen immer hier unter, also das ist unsere Community und hier unter Events kündigen wir die immer an. Da seht ihr immer den nächsten Stream sozusagen, der kommt. Das hier ist der heutige Stream. Und wenn ihr draufklickt oder auch auf die vergangenen, da seht ihr es dann auch nochmal. Wenn ihr draufklickt, dann seht ihr da die Kommentare. Also wir kündigen das immer an. Das heißt, ihr könnt auf den nächsten, der angekündigt wird, sobald er hier drin ist, draufklicken und dann hier eure Fragen als Kommentare stellen. Und die gehen wir quasi in jedem Stream durch. Die gehe ich jetzt durch. Wir lesen die zusammen und da sind manchmal sehr positive Sachen drin, da sind manchmal ist auch Kritik drin oder kritische Fragen und die zeige ich ganz transparent hier und beantworte sie auch nach bestem Wissen und Gewissen. Dementsprechend, ich glaube, einen offeneren Kanal können wir nicht haben, außer dass sich die ganze Bande, die hier zuschaut, einlädt hier rein und wir sprechen in Person. Das können wir hier nicht machen, aber wer weiß, vielleicht machen wir mal ein Parkett-Meetup irgendwo. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Oh, guck mal, das letzte Mal nur 2 Kommentare. Na, das geht ja schnell. Okay, Lisa im Off, die mithört, lasst uns das auf jeden Fall noch ein bisschen mehr pushen, immer vor dem Stream, dass hier ein paar mehr Kommentare reinkommen. 2 ist, hier sind wenigstens 8, das ist gut. Aber genau. Nutzt die Chance, wenn ihr Fragen habt. Haut sie da rein. So, hier ist auch ein längerer Post. Ach du meine Güte, ich lese den mal. Aber gleich mal als, was wichtig ist auch zu sagen, wenn es wirklich detaillierte Feedback-Sachen sind, so hey, hier die Berechnung, ich glaube, die muss anders sein und persönliches Portfolio, darauf kann ich nicht eingehen. Ja, also das ist eine Frage für einen Support sozusagen. Ja, das kann ich nicht hier im Stream beantworten. Aber let's see. Also, hey Summit und Parkett-Team, danke für eure Arbeit und das tolle Produkt. Dank Parkett kann ich endlich einen wartungsarmen und vor allem ansehnlichen Überblick über nahezu mein gesamtes Vermögen erhalten.
Freut uns sehr. Das ist vor allem hilfreich, wenn man alles mal ausprobieren muss. Aktien und ETFs, ja genau. Bei verschiedenen Brokern, zig Kryptos, auf verschiedenen Börsen, P2P, Cash, ja genau so ging es mir auch. Alles schön dargestellt, ohne manuell Echsen zu pflegen oder sich die zig Anbietern einzuloggen. Sehr gefällt mir auch, dass ihr so offen kommuniziert, die Community einbezieht und wir immer sehen, welche Features wir uns als nächstes auf welche Features wir uns als nächstes freuen können. Ich warte sehnsüchtig auf die Gesamtübersicht. I'm on it. Über alle Portfolios und die Android-App. It's done. Damit Parkett noch mehr zum täglichen Begleiter wird. Hammer Feedback, vielen Dank. So, bevor wir jetzt die Sachen lesen, die mich traurig machen, teile ich das kurz mit der Community. Nicht mit der Community, sondern mit dem Team. Das tolle Feedback teilen wir immer, wir teilen alles Feedback mit der Team, aber wir haben so einen dedizierten Channel fürs tolle Feedback, weil das einfach extrem motiviert. Vielen Dank, Tobi. Und auch vielen Dank fürs Plus-Abo. Damit supportest du hier die ganze Entwicklung und alles, was wir so tun. Vielen Dank. So, nach dem ganzen Lob aber tatsächlich eine Frage bzw. einen Bug. Hat man Sparpläne bei FlatEx, werden diese laut Abrechnung am Monatsersten um 0 Uhr verbucht? Okay, er weiß schon, worauf das hinausgeht. Wenn ich diese importiere, was bei den Aktivitäten richtig dargestellt wird, aber Kapitalflussansicht vor Monat. Gab es das Feedback, dass man sich anschaut, aber bis jetzt nicht weiter. Unabhängig davon, ob FlatEx wirklich um 0 Uhr ausführt, sind die Abrechnungen bei euch falsch. Vor allem, dass es nicht Sparpläne im ersten ausgeführt werden. Dann wäre alles verschoben. Und so ist eigentlich schon die schöne Darstellung. Ja, ich verstehe. Die Zeitzone ist falsch. Ja, okay, also das ist definitiv ein Bug, dass wenn man um 0 Uhr eine Aktivität einträgt, beziehungsweise auch um 1 Uhr, dass es dann zwei Stunden vorher ist. Das liegt einfach an Zeitzonen sind hart. Vor allem, wenn die Server irgendwie so rumverteilt sind und was auch immer. Das ist eklig. Deswegen lass mich das kurz notieren. Timezone Bug for Activity Creation. Und dann gucken wir uns das an. Das Ding ist auch, dass wenn man eine PDF reinschmeißt und wir haben dazu keine Uhrzeit, dass wir dann halt eine wählen müssen. Normalerweise wählen wir die, glaube ich, die vom Upload. Aber ich werde es checken mit dem Team. Vielen Dank, Tobi. Sehr guter Hinweis. So, und Dominik, auch dir herzlichen Dank für dein Plus-Abo. Hallo, somit zuerst einmal auch von meiner Seite großes Lob für die Arbeit und die stetigen Verbesserungen. Ich finde die neue Dividendenübersicht echt top, würde mir aber noch 2 Ergänzungen wünschen. Vielen, vielen Dank. Auch das werde ich natürlich zum Feedback-Chat bei uns im Channel direkt, beziehungsweise zum Lob-Channel. Ich muss gleich nochmal husten, Leute. Moment. So. Würde mir noch 2 bis 3 Ergänzungen wünschen. Bisher wird nur die erhaltene Jahresdividende angezeigt. Toll wäre auch die Summe aller erhaltenen Dividenden seit Kauf der Position. Das sollte da sein. Also ich gehe mal kurz auf mein Portfolio hier, gehe auf den Dividendenchart. Hier steht, was im Zeitraum bekommen wurde in dieser Tabelle. Und wenn ich hier auf Seit Kauf gehe, dann habe ich genau das hier. Hier fast 2000 Euro durch den All World und so weiter. Wenn ich hier auf ein Jahr gehe, oder sagen wir eher 6 Monate, dann sehe ich die Dividenden aus den letzten 6 Monaten für diese Wertpapiere. Also es sollte schon am Start sein. Auch in der Detailansicht gleiches Spiel. 900 Euro Dividenden in den letzten 6 Monaten. Wenn ich auf Seit Kauf gehe, 1900 Euro seit Kauf. Also es sollte schon am Start sein, mein lieber Dominik. Und richtig genial wäre es, wenn ihr den Einstiegskurs beim Kauf anzeigen könntet, plus den Einstiegskurs beim Kauf anzeigen könntet, plus den Einstiegskurs bei denen die erhaltenen Dividenden vom Einstiegskurs abgezogen wurden. Das verstehe ich noch nicht. Wenn ihr den Einstandskurs beim Kauf anzeigen könnten, plus den Einstandskurs bei denen die erhaltenen Dividenden vom Einstandskurs abgezogen wurden. Es tut mir leid. Vielleicht liegt es daran, dass Freitag ist oder ich vielleicht erkältet bin, aber ich check's nicht. Ich check nicht, was du meinst, Dominik. Guck mal, drunter ist ein Beispiel. Moment. 5 Allianz-Aktien gekauft für 205 Euro. Seit dem Kauf 100 Euro Dividenden. Einstandskurs nach Dividende nur noch.
Einstandskurs nach Dividende. Das verstehe ich nicht ganz, was es aussagen soll. Also was ich nachvollziehen könnte ist, habe ich mein Investment schon durch die Dividenden zurückbekommen, aber dann würde man es nicht mit dem Einstandskurs verrechnen, sondern mit dem Einstiegswert, also Einstiegskurs mal die Aktien, die ich besitze. Das verstehe ich nicht ganz, warum man das braucht. Wenn ihr dann noch die absolute Performance auf den Einstandswert von anzeigen könnt, wäre es absolut top. Also Performance auf Einstandswert haben wir, nämlich die persönliche Dividendenrendite. Da haben wir jetzt die Kalkulation geändert, findest du auf dem Dividendendashboard. Ansonsten verstehe ich noch nicht, was das bedeutet, was das für eine Metrik ist, was die aussagt. Ich würde dich bitten, Dominik, hau das ins Feedback-Tool und mach einen Community-Post, wo du das der Community erklärst und sie bittest da zu voten, damit wir einschätzen können, wie viele Leute wollen das. Ich höre es zum ersten Mal, deswegen kann ich es nicht hoch priorisieren, vor allem nicht, weil ich nicht ganz verstehe, was diese Metrik jetzt aussagt, so an sich. Genau. So, dann gehe ich auf den heutigen Stream, auf die Fragen, die gestellt wurden für den heutigen Stream. Ähm, Gucken wir mal. 8 Stück haben wir. Wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten, bis wir so bei 1,5 Stunden sind. Das ist so der Sweet Spot. Ja, ich gehe es an, wenn ihr nichts dagegen habt. Paketnutzer plus Abo. Awesome, vielen Dank. Hey, ist es geplant, weiterhin neue Wertpapierkurse in absehbarer Zeit einzubinden oder ist erstmal Schluss? Mir fehlt noch das hier, die größte Position. Lass mal kurz checken, was das ist hier. Ja, gibt's nicht. Ja, es ist geplant, also wir tun konstant neue Provider evaluieren. Man muss aber auch sagen, das Zeug kostet einfach Schweinegeld und wir müssen noch eine ganze Menge mehr Abonnenten gewinnen, bevor wir uns an die großen Datenanbieter trauen können, aka FactSet, aka, ähm, wie heißen sie? Morningstar. Das dauert einfach noch, bis wir uns das leisten können. Aber wir kaufen halt von kleineren Anbietern Daten ein und die haben halt dann immer nur kleine Universen. Das heißt, wir kaufen immer mehr ein. Wir suchen nicht nach speziellen ISINs, aber wir gucken immer, haben die ISINs, die wir noch nicht haben. Und dann ist hoffentlich die nächste dabei. Aber das ist keine Sache von 2 Wochen oder so. Ja. Es werden konstant neue dazukommen. Aber ja. Aber ich kann es mir auf jeden Fall mal aufschreiben, vor allem weil es seine größte Position ist, ob wir das nicht doch irgendwo rumliegen haben und es aus irgendeinem anderen Grund nicht eingebunden ist. Ich guck mal. Ich muss ihn mal kurz muten und mein Näschen putzen. So. Lukas, auch dir herzlichen Dank für dein Plus-Abo. Das unterstützt uns genau bei sowas. Daten einkaufen und entwickeln. Erstmal, Parkett ist ein super Tool, so einfach und modern sein Portfolio tracken. Macht weiter so. Vielen, vielen Dank. Genau das freut uns sehr und heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir haben noch so ein paar geile Sachen für euch. Ich sag's euch, an was wir aktuell arbeiten. Oder was auch in Q4 noch angegangen wird. Fragen. Oh, das sind aber eine Menge Fragen. Ich versuche es möglichst schnell zu machen. Kommen die Branchen wieder? Ja. Wir haben tatsächlich nächste Woche ein Meeting und wir werden das auf eine viel bessere Art machen wie bisher. Also Short Answer ja. Kurze Antwort ja. In der alten iOS-App wurde der Login nicht gespeichert, musste mich sehr oft neu einloggen. In der neuen ist das leider auch so. Nee, das wollen wir nicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist. Ich werde es direkt mal in unserem Mobile-Team reinballern, weil eigentlich sollte sich der Login, ja, sollte bleiben. Deswegen, nee. Bei mir persönlich ist es, lass mich überlegen, also nicht mehr so häufig wie in der alten, aber immer noch zu häufig. Da würde ich zustimmen. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich Two-Factor? Two-Factor kommt drauf an, wie, also SMS oder Authentifizierungs-App wie One Password sind wir aktuell nicht dran, aber Face ID sind wir dran. Two-Factor an sich, ja, wir sehen ja, dass es hochgevotet wurde, ne, im Feedback-Tool, das heißt, es wird früher oder später kommen. Ist nur Stand heute, programmieren wir nicht dran. Deswegen, es gibt keinen neuen Stand, den ich mit dir teilen kann. Ich führe alles in einem Portfolio, Einzelaktien wie auch ETFs. Wird man in Zukunft auch danach im Portfolio filtern können?
würde auch gerne den Gewinnverlust wie auch die prozentuale Allocation sehen. Ja. Kann man die Rendite für ein spezielles Jahr anzeigen lassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen möchte? Sehr gute Frage. Endlich fragt es mal jemand, weil das ist was, was ich mir schon sehr lange wünsche und auch denke, also wir haben was im Kopf, wie wir das dann machen. Und die Antwort ist ja. Also wir werden, ich will es jetzt noch nicht verraten. Hier gucken zu viele Konkurrenten zu, glaube ich. Ich will es jetzt noch nicht verraten, aber die kurze Antwort ist ja. Also wir werden ein paar coole Sachen bringen, was das betrifft, okay? Da musst du dich noch ich weiß nicht, wie hart du dich gedulden musst. Also es ist was, was wir in Q4 angehen wollen, ja, aber man plant immer mehr, als man schafft. Gibt es noch Pläne, eine Heatmap zu integrieren, wie zum Beispiel ja, das ist im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, ne? Wenn wir dir anzeigen, okay, das waren deine Performance in den verschiedenen Jahren, das war deine Performance in den verschiedenen Monaten, dann hast du genau die Daten, um die Heatmap zu integrieren. Von dem her wir werden hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wird es noch einen richtigen Dark Mode für die Webversion geben? Ganz ehrlich, ich hoffe es, aber ich weiß nicht, wie hoch ich es priorisieren soll. Es gibt so viele geile Features und Auswertungen und so weiter, die wir für euch bereitstellen können. Der Dark Mode ist halt visuell. Jetzt wäre es natürlich Quatsch, wenn ich nicht sage, wie unsere App visuell aussieht, wäre für uns nicht so wichtig. Im Gegenteil, das ist natürlich ein sehr großer Punkt bei uns. Ich glaube, die würde epic als Dark Mode aussehen, wirklich. Guck, ich habe auch Dark Mode an, Dark Mode T-Shirt. Aber wir haben es aktuell in keinster Weise priorisiert. Aber Anfang des Monats hat ein neuer Programmierer bei uns angefangen, den ihr alle aus der Community kennt, Vollzeit. Dementsprechend haben wir auch ein bisschen mehr Kapazitäten jetzt. Vielleicht gehen wir es an. Aber um ehrlich zu sein, wir werden das nicht dieses Jahr angehen. Wir haben dieses Jahr ein paar fette Brocken, die wir endlich machen wollen, die wir angehen wollen, die ich jetzt noch nicht nennen will, oder nicht alle davon, aber über die ihr euch mehr freuen werdet als über den Dark Mode. Das kann ich euch versprechen. Aber vielleicht können wir in Q4 darauf gucken. Der Dark Mode ist auf jeden Fall in dem Feedback-Tool, glaube ich, auch mit hochgevotet oder wie auch immer. Votet es hoch. Je höher das Ding ist, desto besser können wir es priorisieren. Bemerkt der Import doppelte Einträge? Ja, bemerkt er. Probier es einfach aus. Du hast ein Plus-Abo und hast nur ein Portfolio, wenn ich das richtig gesehen habe. Mach mal ein neues Portfolio, schmeiß ein PDF rein und dann schmeiß ihn nochmal rein. Dann zeigt dir der Import an, hey, gab es schon, willst du es trotzdem importieren oder nicht? Und wenn du 1000 PDFs gleichzeitig reinschmeißt, dann zeigt er dir an, hey, 1000 waren schon Duplicates oder 500 davon gab es schon mal, willst du sie importieren oder nicht? Und dann kannst du das pro Transaktion und Bulk, also für alle entscheiden. Deswegen, ja. Marcel im Beta Circle, hey, vielen Dank fürs Testen und dass du mit dabei bist. Ey, Pascal, schick uns das bitte. daten@parkett.com ist unsere E-Mail, mit der wir Feedback, was die Daten betrifft. Schick uns da die ISIN, sag uns, dass es keinen Kurs mehr gibt und wir gucken es uns an, beziehungsweise sagen dann auch unseren Datenprovider Bescheid, weil das häufig auch nicht an uns liegt. Marcel fragt, ich wollte kurz die Gelegenheit nutzen und euch einerseits Lob aussprechen. Da höre ich jetzt auf zu lesen. Andererseits fragen, ob ein großer Aufwand wäre, die Allocation seiner Wertpapiere nicht nur zum aktuellen Zeitpunkt anzuzeigen, sondern vielleicht auch Entwicklung über den Anlagezeitraum. Oh, ist es schön, jetzt die Fragen gestellt zu bekommen, wo ich mich die ganze Zeit frage, wollt ihr das nur nicht oder wisst ihr nicht, dass man das machen kann? Das sind übrigens Sachen, ne? Was er hier fragt, das sind Sachen, die können die Konkurrenz, die quasi den Autosync haben mit den Banken, also andere Tools synchronisieren ja den aktuellen Stand mit Banken. Da holen sie dann, okay, du hast so und so viel Shares in Apple und die sind so und so viel wert und so. Solche Charts kann man damit nicht bauen. Da braucht man die Transaktionshistorie. Das ist mit ein Grund, warum wir Stand heute noch keinen automatischen Sync haben. Spoiler, der wird aber irgendwann kommen. Aber mit Transaktionshistorie, damit wir trotzdem solche Charts machen können. Aber genau, also nur mal als Hintergrund. Aber ja, den können wir bauen. Und yes. Vor allem ist es mega, der Chart ist deswegen so geil, weil man da dann auch sieht, wenn man mal große Positionen hatte, die man dann verkauft hat oder die vielleicht einfach durch Wertverlust, ja, Wirecard,
einfach komplett in den Bach runtergegangen sind oder so. Das gibt, glaube ich, eine sehr geile Ansicht. Also, okay, ich lese es mal weiter. Manchmal gucke ich mir die Allocation an, finde die Werte okay und im Rahmen, weiß aber dann nicht genau, wie stark sie über die letzten Monate verändert haben. Sparplan auf den Core versus überproportionale Wertsteigerung bei manchen Satellites. Da dachte ich mir, es wäre praktisch zu sehen, ob man das Ganze weiterhin ausgewogen bleibt oder mit einem das ein oder andere langsam unbemerkt wegläuft. Bin mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher, wie nützlich das wäre oder ob das den Aufwand nicht rechtfertigt. Der Aufwand ist nicht riesig im Vergleich zu anderen Sachen, die wir gerade angehen. Deswegen, ich halte es für definitiv sehr nützlich und vor allem wird es noch cooler, wenn da noch irgendwelche Allocation-Ziele mit dabei sind. Ähm, Beispiel weil bunt. I love it. Marcel, das ist sehr gut und ich finde es auch mega nice. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben vor kurzem ein kleines Projekt gemacht, beziehungsweise einfach mal alle neuen Charts runtergeschrieben, die wir gerne hätten, wie zum Beispiel Drawdown Chart und so weiter. Und ich will kurz gucken, ob das schon da drin ist. Äh, Bababam. Allocation over time. Jetzt ist es dran, falls es noch nicht drin ist. Wir haben da so viele Charts drin, die wir anzeigen wollen, dass ich das gerade nicht auf einen Blick sehen kann, ob es schon drin ist. Oh, Leute, es gibt so viel gutes Zeug zu bauen, Mann. Kommt jetzt, haut das Abo raus, damit ich noch ein paar Programmierer einstellen kann. Sonst dauert das alles zu lang. Ich will es am liebsten morgen umgesetzt haben. Rake, Investor-Abo und Beta-Circle. Ich weiß, du bist Longtime-Supporter, schon ewig dabei. Deswegen auch hier nochmal Props, vielen Dank. Ich weiß auch, du folgst auf Twitter und so weiter, bist immer am Start mit Feedback und Support. Vielen, vielen Dank dafür. Rake ist, wie soll man es sagen, Cornerstone aus der Community. Richtig nice. Hallo Sumit, leider werde ich morgen nicht pünktlich mit dabei sein können. Sicher? Wir haben doch extra verschoben für dich. Aber ich werde mir den Stream wie immer im Anschluss anschauen. Ich finde es wirklich klasse, dass die Web-App sowie die iOS-App immer weiterentwickelt wird und sehr coole Funktionen mit hinzukommen. Bitte macht einfach weiter so, dann werdet ihr auch weiterhin viele weitere Erfolge feiern. Vielen Dank, schön, dass du das sagst. Ich hoffe, das bewahrheitet sich. Aber wir machen auf jeden Fall weiter, wir haben alle Bock. Ich habe das direkt wieder mit dem Team geteilt. Moment. So. Rieder Arm, Abo ging gestern raus, danke. Much appreciated. Nun aber zu meinem Anliegen. Seit heute werden ja die erfolgreichsten sowie die schlechtesten Trades in der Analysesektion angezeigt, was ich sehr gut finde. Auch die Möglichkeit, dass man nun endlich auch den Zeitraum oder die Aktien auswählen kann, ist super. Ach so, ja, falls ihr das nicht gesehen habt, ne? Habe ich ein Portfolio, wo ich das zeigen kann gerade? Ich glaube nicht. Also wer Verkäufe hat, also Trades quasi mit realisierten Gewinn, guckt mal in die Analysesektion. Gibt es eine kleine Kleinigkeit, eine kleine Neuigkeit für euch. Es wäre aber noch klasse, wenn sich nicht nur die besten und schlechtesten Trades vom prozentualen Wert anzeigen lassen, sondern auch nach absoluten Werten filtern kann. Zudem finde ich die Anzeige auch weiterhin in der Aktivität. Da habe ich was vergessen. Sehr guter Punkt. Ist nicht mal bei der Review aufgefallen. Also, zwei Dinge. Zum einen, wir wollten es erstmal releasen im aktuellen Stand und dann gucken, was sich da noch gewünscht wird, weil ich zähle nicht wirklich als Trader. Ich glaube, auch im Team haben wir jetzt nicht die krassen Trader. Das heißt, wir sind ein bisschen darauf angewiesen, auf Leute, die öfter mal verkaufen, was sie gerne sehen würden. Ja, wir wollten es einfach mal in eure Hände geben und zu gucken, was da kommt. Deswegen ist so Feedback super. Dass man nach prozentualem Wert filtern lassen kann, super. Dass es auf der Aktivitätenseite ist definitiv ungewünscht. Trades, Insights, Feedback werden wir beheben. Und bitte, bitte bald die Intraday-Ansicht hinzufügen. Dann müsste ich nicht mehr täglich in die TR-App schauen. Ich brauche mehr Programmierer, Leute. Dann gibt's, ja, ich will es auch, aber ich muss priorisieren. Ich muss irgendwie priorisieren. Wir müssen priorisieren.
Eine Ergänzung noch, es wäre super, wenn man zu den einzelnen Trades, die man macht, auch eine Anzeige findet, wie stark der Trade gerade im Plus oder im Minus ist. Äh, Gerade? Ähnlich wurde es ja schon gelöst für abgeschlossene Verkäufe. Beispiel, ich kaufe regelmäßig über mein Zockerdepot Werte, wo ich denke, dass diese einen Turnaround in schwachen Marktphasen schaffen könnten. Nun würde ich gerne sehen, wie die einzelnen Trades zum aktuellen Zeitpunkt X performt haben, ohne... Schon wieder jemand, der was vorschlägt, was ich mir auch schon länger mal gedacht habe. Ja, die Schwierigkeit hier würde dabei liegen, dass die Berechnungen für diese Statistik eben nicht nach dem FIFO-Prinzip durchgeführt werden darf, da ich ja lediglich die Performance dieses Trades angezeigt haben möchte. Ähm, Es muss trotzdem nach dem FIFO-Prinzip gemacht werden. Ach so, dieses Trades. Das heißt, im Prinzip willst du die unrealisierten Gewinne wissen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Du willst die unrealisierten Gewinne, also du hast einen Kauf gemacht für zum Beispiel 100 € Apple und es ist 150 € wert, whatever, dann willst du 50 € da stehen haben. Ne? Der Kaufpreis versus aktueller Kurs mal Shares gibt dir die unrealisierten Gewinne für die Aktien, die du bei diesem Trade gekauft hast. Das ist nicht schwer und das ist Epic. Unrealisierte Gewinne bei Käufen anzeigen, die noch nicht verkauft wurden. Oh Leute, das wird das wird einfach ein geiles Tool zum Investieren. Dominik Helmer, dich kenne ich doch. Warst doch gerade im alten Stream schon dabei. Zuerst einmal von meiner Seite großes Lob für die Arbeit und die stetigen Verbesserungen. Vielen Dank. Das ist genau der gleiche Post wie von dem alten Stream. Deswegen, Dominik, ich würde ihn einfach überspringen. Aber schön, dass du es nochmal gepostet hast. Und nochmal vielen Dank für dein Plus-Abo. Ulrich, Arnold, auch euch herzlichen Dank fürs Plus-Abo. Ich fange bei Ulrich an. Notizen bei den Aktivitäten sind ja vorhanden. Könnt ihr das auch bei den einzelnen Werten hinzufügen? Ich schreibe es auf. Aktuell wirklich würde ich jetzt überhaupt nicht hoch priorisieren. Bitte in die Feedback-Page schauen. Notizen auf Holdings. Bitte, das muss ich hochgevotet sehen. Ja, also ja, wir können es hinzufügen, aber es ist eine Prio-Frage einfach. Und das würde ich aktuell wirklich, ich glaube nicht, also dieses Jahr wird es nichts. Definitiv nicht. Und wenn es hoch genug gewotet wird, dann können wir es definitiv priorisieren. Arnold, hi somit, wie immer geile Arbeit. Mir taugen die neuen Features, Anpassungen. Das finde ich geil. Das ist so, wie soll man sagen, nicht gemotzt ist gelobt genug. Mir taugen die Features. Danke. Geil. Hier ein paar Fragen. Habt ihr vor, bei Bitpanda gekaufte Kryptos zu unterstützen? Also, ich weiß noch nicht, was nicht supported ist da dran. Sind es bestimmte Kryptos, die nicht supported sind? Oder sind es die, keine Ahnung, die PDFs oder CSV-Exporte, die nicht supported sind? Gib mir da mal ein Detail. Und wenn es bestimmte Coins sind, schick uns die Coins. Weil, wie vorhin erwähnt, haben wir über 1000 neue Coins supported jetzt. Noch nicht alle hinzugefügt, aber da müssen wir wissen, welche wir hinzufügen sollen. Und dann können wir das Problem vielleicht relativ zügig lösen. Wenn es dagegen die CSVs sind, auch dann bitte schick uns eine CSV einfach davon. Kannst gerne ein paar Sachen abändern oder was, whatever. An das Team oder in der Community oder wo auch immer, team@parkett.com, dann werden wir die CSV bauen. Ich weiß gerade Stand heute nicht, ob wir Bitpanda Support haben im Import. Könntet ihr einen Drawdown-Chart einbauen? Ja, wo man den Unterschied zwischen Einschätzwert und Marktwert sehen könnte, weil mit separaten und dementsprechend vergrößerten Portfolios die Performance-Prozent nicht immer außer. Ja, haben wir. Und in der Kategorie mehr geile Charts ist der Drawdown-Chart mit drin. Also wird definitiv kommen. Das sind die Fragen. Wir sind durch. Es ist 12:29 Uhr. Damn, sind wir pünktlich. Und ich habe richtig Hunger jetzt. Und ich glaube, ich bestelle mir irgendwas Ungesundes. Weil ich bin ja erkältet und dann darf man machen, was man will. Lass mich nochmal kurz durch den Chat gehen, ob es irgendwas gibt, auf das ich noch kurz eingehen möchte. So, ihr wart sehr ruhig, während ich hier durchgeballert bin. Ich hoffe, es war okay und ihr seid nicht eingepennt oder eingeschlafen oder sonst was. Aber
Was soll ich zum Abschluss sagen? Holt euch die Android-App, gebt uns Feedback, bewertet sie, bewertet auch die iOS-App im Idealfall positiv, wenn ihr ein iPhone habt. Wenn ihr die Apps blöd findet, dann wäre es mir persönlich lieber, ihr würdet keine schlechte Review hinterlassen, sondern schickt uns das. Schickt uns das Feedback per E-Mail, team@parkett.com, schreibt es in die Community, wo auch immer. Wir lesen das alles und gehen es selbstverständlich an. Es tut uns immer mehr weh, wenn man im App Store eine schlechte Bewertung da lässt. Selbst wenn es wir dann fixen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man die Bewertung behebt. Deswegen damit schadet man uns eher langfristig. Also, genau. Apps bewerten, wenn ihr das geil findet und wenn ihr da wollt, dass wir mehr reinmachen. Abo immer gerne gesehen. Hier ist Super Chat. Natürlich alles, was uns Umsatz bringt, hilft uns weiter Daten einzukaufen, hilft uns weiter zu entwickeln. Wir bauen das Team langsam auf, denn wir agieren profitabel. Das ist halt super wichtig. Wir sind bootstrapped. Und dieser Livestream hier ist ein wahnsinnig tolles Format für mich, für uns, um mit euch direkt in Kontakt zu treten. Ich habe hier den Chat, ich habe hier die Community-Fragen. Ich kriege genau den Vibe mit, der gerade so herrscht. Und im Gegensatz zum Marktsentiment habe ich das Gefühl, hier, alle, die hier noch dabei sind, die nicht investieren, aufgegeben haben in der aktuellen Marktphase, sondern die es auch noch tracken und ein Vermögen aufbauen wollen, sind eigentlich relativ gut drauf. Ja? Sehen das vielleicht als Chance, halten es aus. Das empfehle ich auch jedem. Und ich habe das Gefühl einfach, so, es geht weiter. Ja? Also für mich ist immer noch gleich Hummeln im Arsch, als ob ich auf einer Rakete sitze und wir bauen ein cooles Tool, mit dem wir zusammen investieren können und nicht so, ja, alles ist traurig, die Leute hören auf und so. Sondern ich habe wirklich ein sehr gutes Gefühl mit der ganzen Community hier und was wir machen und es macht sehr viel Spaß. Ich hab jetzt ein bisschen Urlaub, das muss ich auch noch sagen, also nicht viel, aber ich nehme mir seit 3 Jahren das erste Mal so einen richtigen paar Tage Urlaub, wo ich auch nicht erreichbar bin, auch nicht für euch und nicht fürs Team. Das Team ist natürlich weiterhin am Start, nur ein paar und deswegen werden wir den nächsten Livestream verschieben. Also es wird ein bisschen dauern, bis der nächste Livestream da ist, weil ich einen kleinen Urlaub mache, aber dafür kommen dann 2 direkt hintereinander. Also dann sind wir 2 Wochen hintereinander am Start. Deswegen verzeiht's mir, wir sind nicht in 2 Wochen da, aber in 3 und dann direkt hintereinander. Und wer weiß, vielleicht haben wir bis dahin ein paar fette Goodies, die wir zeigen können, von denen, an denen wir aktuell arbeiten. Was bleibt mir sonst noch zu sagen? YouTube-Format, dies, das, wenn es euch gefällt. Gell? Der Like-Button ist, wie ihr es uns zeigen könnt. Der Subscribe-Button ist, wie ihr keinen Stream verpasst. Und schaut mal in der Community vorbei, wenn es euch interessiert. Unterhaltet euch ein bisschen mit anderen Parkettnutzern. Wir machen auch viel mehr auf Social Media mittlerweile, Instagram und LinkedIn vor allem, falls euch so ein paar Statistiken interessieren über die Community und die Anleger. Das ist wirklich gut. Ach ja, und hier Jonas schreibt, er fand die Uhrzeit besser, kann man neben der Arbeit laufen lassen. Würde mich auch interessieren. Ist die Uhrzeit besser als 17 Uhr abends? Ich persönlich fände sie auch besser, aber hey, ich richte mich nach euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst den Freitagnachmittag schön ausklingen. Happy Lunch, guten Appetit und wir sehen uns im nächsten Stream. Macht's gut. Ciao.